Hi, ich bin Tobias von Stelzer Technologies und heute möchte ich euch eins meiner VR-Projekte vorstellen. Dieses Projekt entstand, als ich mich mit der Vergangenheit Braunschweigs beschäftigte. Spezifisch interessierte mich die Zeit um Heinrich den Löwen, also so etwa um 1180. Ich stellte dann aber fest, dass der Braunschweiger Dom erst später fertig wurde, sodass ich mich eher für 1250 entschied. Das Ganze ist noch Work in Progress und vieles von dem, was man hier sieht, ist auch sehr spekulativ. Trotzdem wollte ich meinen aktuellen Stand schon mal teilen. In den nächsten 10 Minuten nehme ich euch mit auf einen Rundgang um den Braunschweiger Burgplatz im Mittelalter. Wir beginnen am Stadttor. Gebäude, die texturiert sind, wie zum Beispiel die Burg im Hintergrund oder der Dom, wurden von mir schon ausgeblockt bzw. Modelliert. Gebäude, die weiß sind bisher nur geblockt und müssen von mir noch ausgearbeitet werden. Die Gebäude auf der linken Seite sind die Gebäude der Ministerialen des Herzogs. Ich habe mich hier für relativ einfache, verputzte Häuser entschieden. Geradeaus kann man die Burg sehen, in weiß die Kapelle, dann natürlich den Dom und die Stadtmauer. Ich bin mir nicht ganz sicher, was auf dem großen Platz gewesen sein könnte. Ich stelle mir so ein bisschen einen Marktplatz vielleicht vor oder ja, so eine Art Versammlungsplatz vielleicht. Aber ich weiß es nicht genau, deswegen habe ich mich jetzt erstmal dazu entschieden, das einfach zu einer kleinen Wiese zu machen mit einem Baum in der Mitte. Das Schöne an der Arbeit an einem Projekt in so einer Frühphase ist ja, dass sich noch alles ändern lässt. Wir sind jetzt ein bisschen näher an der Burg und man kann sie ein bisschen besser erkennen. Meine Rekonstruktion basiert auf der Arbeit von Ludwig Winter, der 1883 nach einem Brand die Braunschweiger Burg rekonstruiert hat. Soweit ich weiß, ist diese Rekonstruktion nicht unumstritten, aber es war das, was mir zur Verfügung stand. Als nächstes geht es Richtung Wehrgang. Es dauert mir jetzt ein bisschen zu lange dahin zu laufen, deswegen ein kurzer Teleport. Und schnell die Treppe hoch. So, zwischen den beiden Tauben haben wir dann einen Blick auf das Umland. Auch hier fehlt noch viel. Es müsste wahrscheinlich viel mehr menschliche Zivilisation geben und die Magnikirche müsste man sehen. Dann ein Blick vom Wehrgang auf den Burgplatz. Und weiter geht's. Ich bin mir nicht ganz sicher, was im Erdgeschoss gewesen sein könnte hier von der Burg. Ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, möglicherweise so eine Art Lagerraum, vielleicht Schlafräume, ich weiß es nicht genau. Das ist ein Satz, den ich relativ häufig sage und denke bei dem Projekt. Also ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau. Die Treppe hoch geht es jedenfalls in den herzoglichen Thronsaal, Rittersaal, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte. Was es definitiv damals schon gab, war der Braunschweiger Löwe, der bei mir hier einen knubbeligen Platzhalter hat und von Heinrich dem Löwen als Zeichen seiner Macht errichtet wurde. Der Löwe war die erste freie, profane Großplastik nördlich der Alpen. Der Thronsaal selbst ist auch sehr leer, wie man sieht.
Auch da, zum einen bin ich noch nicht dazu gekommen, den mit Leben zu füllen und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie der auszusehen hat. Und auf dieser Terrasse ist nochmal ein Blick auf das Umland möglich und auf den Burggraben, der meines Wissens nach von der Oker gespeist wurde. Hier von Namen und von hinten auch noch die Kapelle, die herzogliche Kapelle, die ich noch ausgestalten muss. Und dahinter sollten auch die herzoglichen Gemächer liegen, die von mir auch noch nicht bearbeitet wurden. Das Praktische an der VR ist, dass man sich, wie hier zum Beispiel zu sehen, ganz bequem durch Fenster durchteleportieren kann. Dieser weiße Übergang, auf den wir uns jetzt zu teleportieren, sollte Heinrich dem Löwen damals, beziehungsweise den Herzögen, den privaten Übergang in den Dom gestatten. Und in einer Quelle hatte ich gelesen, dass hier hinten in diesem Bereich der herzogliche Garten gewesen sein könnte. Damit geht es jetzt in den Dom. Nachdem wir jetzt einen Überblick über den Dom bekommen haben, geht es über diese Seitenschiffe hier ins Mittelschiff. Und von da aus wollen wir uns einmal die Krypta anschauen. Der Zugang zur Krypta ist anders, als er heute ist im Braunschweiger Dom, ich sag mal, von vorne zu erreichen und nicht von der Seite der Vierung. Auch die Krypta leer, keine Gräber, keine Särge. Und jetzt nach der Krypta kommt ein Teil, der mich selbst überrascht hatte, von dem ich vorher noch nichts gehört hatte, und zwar den Kreuzgang des Braunschweiger Doms, der heute nicht mehr existiert. Hier ist noch vieles in dem Platzhalter weiß, weil es noch nicht ausmodelliert wurde. Aber ja, das ist der Kreuzgang. Auch hier teleportieren wir uns einmal schnell durch und genau, lassen es einfach mal auf uns wirken. Es gibt leider noch keinen Eingang zum Kreuzgang, zum Innenhof des Kreuzgangs. Deswegen teleportieren wir uns da einfach rein.
Und damit neigt sich die Tour auch schon ihrem Ende. Es geht jetzt noch einmal auf die Rückseite des Doms, vorbei am Schweinegatter, von dem ich auch nicht sicher bin, ob es da wirklich stand oder nicht, und wieder zurück zum Burgtor. Ja, wie ihr seht, ist es alles andere als fertig. Es wartet noch viel Arbeit auf mich in diesem Projekt. Trotzdem finde ich, gibt es schon mal einen ganz guten Eindruck, wie es möglicherweise ausgesehen haben könnte. Und wenn ihr in Braunschweig seid, dann lasst euch nicht die Gelegenheit entgehen, euch den Burgplatz anzusehen, wie er heute aussieht. Ich freue mich auf Kommentare, Feedback, Verbesserungsvorschläge, was euch gefallen hat, was nicht. Und wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt oder sonstige Ideen habt, dann schreibt mich gerne an oder schreibt in die Kommentare. Ansonsten like und subscribe und bis zum nächsten Mal.